Hallo, heute schrauben wir mal wieder an unserem Porsche 944 S2. Er bekommt heute neues Getriebeöl. Getriebeöl braucht man eigentlich nie wechseln, allerdings nach 20 Jahren kann man das schon mal tun. Der 944 ist ja ein berühmtes Transaxle-Modell von Porsche. Das heißt, der Motor sitzt vorne, aber das Getriebe sitzt hier hinten am Fahrzeug. Am Getriebe sind zwei Schrauben. Die Kontrollschraube sitzt hier oben neben der Antriebswelle und die Ablassschraube war hier unten. Das ganze Problem wird nun sein, dass zumindest die Ablassschraube wahrscheinlich noch nie offen war. Wir beginnen aber trotzdem mit der Nachfüllschraube. Wenn nämlich jetzt nur die Ablassschraube rausgeht, können wir mit dem Auto nicht mehr fahren. Für die Schrauben braucht man einen 17er Imbusschlüssel. Auf jeden Fall eine Stecknuss, mindestens halb Zoll. Wenn es nachher gar nicht geht, habe ich das auch nur ein Dreiviertel Zoll hier. Man kommt sehr schlecht bei, aber mit einer langen Verlängerung hier am Auspuff vorbei geht es. Okay, die geht schon mal auf. Bisschen Rostlöser an der Schraube schadet sicher nicht. Den Schraubenkopf reinigen wir gründlich, damit der Schlüssel nachher optimal sitzt. So, der erste Versuch ist mal ganz normal mit dem Schlüssel da drauf zu hauen, aber wie erwartet relativ hoffnungslos. Die nächste Möglichkeit ist, dass man die Schraube mal heiß macht. Aber auch hier kommen wir nicht weiter. Die wird nur runter. Das heißt Schlagschraube. Problem am Schlagschrauber ist, der Auspuff ist im Weg. Also machen wir jetzt mal erstmal den Auspuff raus. Der Auspuff hat hier vorne 3 Schrauben. Ihr bekommt also heute auch noch eine Anleitung, wie man den Auspufftopf wechselt. Eine. So, da oben sitzt die nächste. Auch die haben wir. Die können wir jetzt gleich ganz rausnehmen. So, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, machen wir noch das Sitzeblechen hier weg. Ein Schräubchen hier. Wenn mal 2 außen sind, geht auch die dritte raus. Hinten sind noch 2 weitere Schrauben. Wie ihr seht, ist es am besten, man macht das zu zweit. Mit dem kleinen Hammer ging es gar nicht, also der schwere. Die Schraube ist lose, jetzt machen wir das Getriebeöl mal schön heiß. Jetzt machen wir erstmal die obere Kontrollschraube raus. Andere. Wir lassen natürlich jetzt das Öl vollständig ablaufen. Ich habe mir natürlich eine neue Schraube beim Porsche Zentrum gekauft. Gibt es dort übrigens für kleines Geld. Unten machen wir das Loch mal so. So ungefähr sieht das passende Öl dazu aus, also 75 W90 ist wichtig. Ich habe jetzt mal das Sintrans Transaxle von Castrol genommen. Es gibt aber auch andere Öle. So, langsam einfüllen. Angeblich passen 2 Liter rein. Es gibt aber auch Berichte, dass es ein bisschen mehr sein soll. Also füllen wir mal 2 Liter rein und dann sehen wir. Immer ein bisschen warten, bis es wieder weglockert.
Jetzt sind wir schon bei 1,7 Liter. Also noch passt was rein. Aber ihr wisst ja, voll ist, wenn es überläuft. Die Schrauben bekommen 30 Newtonmeter. Das reicht. Jetzt musst du da vorne auf die Schraube kriegen. Okay. Wir ziehen alle Muttern mal handfest und dann schauen wir, wie die ganze Geschichte ausgerichtet ist. Ich habe jetzt die Schrauben rund um den Flansch mal so halbwegs angezogen und jetzt schauen wir hinten, wie wir den Auspuff ausrichten. Die Schrauben am Flansch bekommen auch 20 Newtonmeter. Nur Hochtemperatur, damit dass die Hitze nicht wegdampft. So, die zwei Schräubchen am Hitzeschutzblech müssen wir natürlich auch drauf machen, sonst hört sich's an wie ein S2 mit Klappenauspuff. Das war eigentlich eine ganz kleine Reparatur, aber mit der Schraube kann das manchmal doch ganz problematisch werden. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.